Hallo ihr Lieben und ein feuchtfröhliches Wochenende. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ja, wir haben im Regen aufgehört und wir machen im Regen weiter. Beim letzten Mal, da haben wir hier ordentlich Platz gemacht, weil unser Langholz kommt. Und was soll ich sagen? Unser Fuhrunternehmer hat uns heute angerufen und hat gesagt, heute passt's. Also muss ich jetzt noch diesen kleinen Haufen Grus wegbackern und ein bisschen Platz machen, damit das Holz kommen kann. Dafür brauche ich natürlich zwei Freunde. Zum einen hier unseren Dumper, den genau wie seinen Kameraden, den Bagger, habe ich hier vor ein paar Tagen an die Infusion gehangen. Denn hier beim Dumper ist es leider so, hier gibt es so eine kleine Welle, die den Motor mit der Lichtmaschine versorgt, und die habe ich bereits zweimal neu gekauft. Aber aus irgendeinem Grund fliegt die mir immer davon. Ja, es ist auch nicht weiter teuer, das Teil, aber nervt. Wenn ihr wisst, woran das liegen könnte und ihr mit dem Dumper ja schon mal irgendwie Erfahrung gemacht habt, könnt ihr mir das ja vielleicht mal schreiben. Die Sache ist, ich habe das Zeug natürlich im Zubehör gekauft, beziehungsweise bei eBay bei den dementsprechenden Händlern. Sah eigentlich gut aus, aber irgendwie ist es nicht für lange. Das alte Teil, als ich den Motor gekauft habe, war eine Lichtmaschine dran und da war die Welle auch schon weg. Ich habe das dann alles repariert, habe die Welle eingebaut. Naja, und dann ist es weggeflogen. Ich hatte mir aber gleich zwei gekauft. Naja, und habe ich die zweite eingebaut und die ist dann irgendwann auch kaputt gegangen. Von daher muss ich jetzt immer mal die Infusion dranhängen. Ist jetzt auch kein Beinbruch, stört mich auch nicht so richtig, aber schön wäre es natürlich, wenn das laufen würde. Wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare. Ich habe mir auch ganz viele Rückmeldungen über Schweißelektroden gegeben. Es war es aber so, da ich dringend Schweißelektroden brauchte, hatte ich schon welche bestellt. Ja, und die sind es jetzt geworden. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich hatte diese Elektroden früher, also ganz am Anfang, habe ich mir immer die gekauft, weil ich auch das gleiche Schweißgerät von der Marke hatte. Und habe das allerdings auch mit diesem Schweißgerät hier von ESAP verschweißt. Das war tippitopp, also da gab es überhaupt nichts zu meckern. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eine Marke, von daher probierst es einfach mal aus. Das kriegen wir wahrscheinlich in dem Video nicht hin, aber lass uns mal überraschen. Vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere zum Schweißen. Jetzt muss ich mich erstmal auf den Bagger schwingen und sehen, dass ich ein bisschen Platz mache, dass das Holz kommen kann. Ja, den Bagger habe ich auch an Infusion gehangen. Gleiches Spiel. Da hatte ich auch mal die komplette Elektrik instand gesetzt. Aber fragt mich nicht, irgendwann ging die Lichtmaschine nicht mehr. Ich glaube, das war, nachdem wir den Motor mal geinstet haben. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, dann schaut mal bei mir auf dem Kanal. Ist ein tolles Video zusammen mit Wilfried Tepe, der auch einen ganz tollen YouTube-Kanal hat und sich hauptsächlich mit Deutz-Motoren beschäftigt. Das ist auf jeden Fall richtig tolle sehenswert. Aber wahrscheinlich habe ich da beim Zusammenbauen irgendwo ein Kabel abgerissen. Da müsste ich noch mal hinterher gehen. Beim Bagger ähnlich wie beim Dumper. Dadurch, dass sie ja nicht so richtig lange am Stück laufen, lohnt sich die Lichtmaschine schon fast gar nicht, weil man den relativ selten startet, dann läuft er. Aber jetzt in der dunklen Jahreszeit habe ich doch öfter mal die Beleuchtung genutzt und dann ist natürlich die Batterie ratzfatz leer, wenn die Lichtmaschine nicht funktioniert. Deswegen wäre es bei mir da tatsächlich Top-Prio, dass ich mal gucke, woran das liegt. Das da irgendwo, kann nichts Großes sein, vielleicht irgendwo ein Draht ab. Aber dann müsste ich mal auf den Grund. Es fängt gerade wieder richtig schön an zu regnen. Ich hoffe, dass ich diese ganze Baggerei noch hinbekomme, bevor der große Regen kommt. Denn die hätten schon wieder richtig Regen für heute angesagt. Letzte Woche, der ein oder andere hat es vielleicht bei mir auf dem Instagram-Kanal verfolgt. Oder aber auch, ich habe hier bei YouTube so einen Short hochgeladen. Da ist hier bei uns ein bisschen die Welt untergegangen. Also es war kein Spaß mehr. Ich kann euch mal ein paar Videos einblenden. Das war richtig krass. Es hat ungefähr eine Stunde, will ich mal sagen, richtig hart Gas geregnet. Das kam von jetzt auf gleich. Und dann schwoll dieser Fluss an. Es kam eine ganze Menge Treibholz anmarschiert. Und ich habe bis morgen früh um 2
Wache am Gewässer gehalten und ständig das Holz rausgefischt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, der maximale Pegelstand ist erreicht, es geht zurück. Denn wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätten wir hier auf jeden Fall Wasser auf dem Hof gehabt. Das war richtig viel, was da gekommen ist. Und das innerhalb von so einer kurzen Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ist aber das, was mir ein Kumpel gesagt hat, der ist Wasserbauingenieur. Und der hat gesagt, also die Gewässer, es ist gar nicht mal so das Schmelzwasser im Winter, es sind eigentlich diese kurzen, heftigen Gewitter im Sommer oder im Frühjahr, die richtig viel Wasser mit sich bringen und die so ein richtig krasses Hochwasser auslösen können. Das sind meistens Sommerhochwässer, seltener Winterhochwässer hier bei uns in der Region zumindest, oder was hier diesen Fluss angeht, speziell. Und das hat sich für mich jetzt beim letzten Regen bestätigt. Das war so, meine Oma hat immer vom Wolkenbruch gesprochen und ich glaube, hier kann man wirklich schon das Wort Wolkenbruch benutzen, denn das war unglaublich, was da innerhalb von kürzester Zeit in den Regen runtergekommen ist. Ja, das war doch eine schnelle Nummer. Wäre doch schade, wenn ich das Langholz jetzt auf den Gruß drauflegen würde. Meine Frau, die hatte mich gebeten, nochmal nach ihrem Gänsestall zu gucken. Da sind Waschbetonplatten ausgelegt, aber die hat man damals in den Sand gelegt und naja, da ist wahrscheinlich nicht mehr viel von übrig und die liegen jetzt alle so ein bisschen beller Form. Und da habe ich gesagt, ist kein Problem, ich lasse ein bisschen was von dem Gruß übrig. Dann machen wir da nochmal richtig schön eine plane Fläche rein und dann legen wir die Waschbetonplatten neu. Das werden wir wahrscheinlich auch dieses Wochenende noch irgendwie versuchen dazwischen zu hexen. Aber egal wie und ob es klappt, der Gruß, der ist schon mal gesichert. Den werde ich jetzt unter Dach fahren. Dann kann es jetzt auch nicht mehr so dolle drauf regnen. Dumper und mit dem Gruß zusammen wieder in die Durchfahrt fahren. Und wenn ich ihn dann brauche, dann hole ich ihn einfach wieder raus. Es ist wie immer, ne? Jetzt ist mal ganz kurz die Sonne draußen, es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne knallt, alles ist ein bisschen am Abtrocknen. Da denkt sich der Ubi, ja, ist ja echt eine gute Idee, wenn du dir jetzt einfach mal den Rasenmäherschlepper nimmst und einmal hier über die Flächen heizt, damit die Chance genutzt ist und das Gras wieder kurz. Was macht er? Fährt als allererstes über einen dicken Stein und es ist genau wie ihr gesagt habt. Jetzt haben sich die Messer wieder verstellt vom Mähwerk. Also kann ich das auf gar keinen Fall weiter benutzen und von daher ja, ist das Mähen jetzt doch kurzfristig etwas aufwendiger geworden. Geht euch das eigentlich auch so oder geht nur mir das so? Willst du irgendwas machen, hast dir das fein ausgemalt, denkst, ach, schnelle Nummer, ganz schnell gemacht und dann wird das, was vermeintlich kein großes Problem ist, dann doch plötzlich etwas aufwendiger. Ganz plötzlich, unerwarteterweise. Könnte alles so einfach sein. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich den Kran vermissen werde, wenn ich ihn nicht mehr habe.
Ja, dann werden wir schnell das Mähwerk instand setzen. Ach Leute, ja, wie immer, mal eben schnell, ne? Ich habe jetzt die Gunst der Stunde genutzt, weil das Mähwerk unten, das war so ein bisschen hing schief. Das habe ich jetzt auch noch mal abgehangen komplett. Habe das neu eingestellt, die Messer neu eingestellt. Jetzt drückt mir mal die Daumen, dass mich die Bienen nicht auffressen beim Mähtest. Da wo ich jetzt mähe, stehen nämlich die Bienenkästen. In YouTuber-Kreisen sagt man sich, dass sie Funkmikros hassen. Mythos oder Wahrheit? Wir finden es raus. Mythos. Bastard. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, war ich ja sonst nicht untätig. Ich habe hier noch mal ein bisschen Tabula Rasa gemacht, die ganzen Ziegelscherben weg, und ich habe hier diese Big Bags auch noch weggemacht, die hier standen mit den ollen Steinen drin. Da bin ich froh, dass ich jetzt hier mal ein bisschen Fläche gewonnen habe, aber wie gewonnen, so zu ronnen. Wie ihr seht, ist die Fläche schon gleich wieder ausgiebig ausgefüllt worden. Das sind unsere 20 Festmeter Buchen-Langholz, die wir gestern noch bekommen haben. Der Holzkutscher war da. Ich hatte ihn ja versucht zu überreden, dass wir das abladen, filmen, aber da war er nicht so ganz dafür. Von daher müsst ihr euch mit dem Ergebnis zufriedenstellen, beziehungsweise ich gebe euch natürlich noch mal eine totale von den schönen Stämmchen. Hübsches Holz, oder? Richtig hübsches Holz. Ich habe natürlich auch gleich die Gunst der Stunde genutzt und habe hier zum einen noch mal den Weg ein bisschen abgezogen. Und wie ihr seht, hat sich natürlich der ganze Aufwand auch gelohnt, denn wenn ich mir hier den Platz nicht geschaffen hätte, dann hätte ich das ganze Zeug hier vorne auf den Hof legen müssen. Und wenn das ganze Stammholz hier auf dem Hof gelegen hätte, ja, dann hätte man sich auf dem Hof gar nicht mehr bewegen können. Wir haben zwar einen riesengroßen Hof, aber ich bin irgendwie auch Meister da drin, den immer schön voll zu halten. Oder wie Dieter Voss zu mir gesagt hat in diesem Bericht, den wir ganz zu Anfang mal 2009 hier im Hessen-Fernsehen über uns und die Mühle hatten. Herr Hublitz, was wollen Sie denn mit dem ganzen Platz? Tja, Herr Voss, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie reicht er trotzdem nicht aus. Ja, so, wo das mit dem Rasenmäher-Trecker jetzt so gut funktioniert hat, hoffe ich natürlich auf die Serie und muss über das Grundstück auch noch mal mit der Motorsense drüber fliegen. Hier habe ich meine Husqvarna Profi-Motorsense. Mit dem Gerät bin ich sehr zufrieden. Einmal, muss ich zugestehen, habe ich schon mal in die Ecke geschmissen und war ein bisschen halsig, weil der Vergaser kaputt war. Ich weiß nicht genau warum. Lief immer super die Sense. Und dann eines Tages ging sie nicht mehr an. Einfach von heute auf morgen keine Chance. Ich habe dann den Vergaser auseinandergenommen, habe mir die Membran angeschaut, habe mir alles Mögliche angeschaut, so dem Rat von Bungi folgend das Gerät zerlegt und bin auf keinen grünen Zweig gekommen, was das angeht. Also ich einfach überhaupt keinen Schimmer, warum sie nicht mehr funktioniert hat. Ich habe dann einfach Nägel mit Köppen gemacht und habe mir einen neuen Vergaser gekauft. Habe den angebaut und seitdem läuft das Ding wieder wie am ersten Tag.
Ja, ihr Lieben, mein Heuschnupfen macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Aber ich bin einmal rum. Einmal haben wir jetzt alles gemäht. Die ganze Mühle hat wieder eine neue Frisur. So. Meine trägt die Mühle jetzt auch gerade. Zumindest, ja doch, eigentlich haben wir davon schon sprechen. Motorsensor hat super durchgehalten. Ich habe ungefähr eine Tankfüllung gebraucht. Wenn man mal ein bisschen dran bleibt, gerade jetzt, wenn es so heftig regnet und alles so schießt, dann geht das eigentlich. Wenn man es natürlich erstmal groß werden lässt, dann wird das alles ein bisschen holziger und dann brauchst du natürlich Bänder ohne Ende und Sprit ohne Ende. Von daher ist meine Idee zumindest die, wenn ich es schaffe, ein bisschen dranbleiben und dafür dann ein bisschen ressourcenschonender zu arbeiten. So, als letzten Punkt in unserem Video heute würde ich euch ganz gern mal ein Update von unserem Gemüsegarten geben. Meine Frau und ich, wir waren ein bisschen fleißig. Wir haben uns trotz des nassen Wetters hier durch unser Grabeland gegraben. Ja, hier das sollten unsere Kohlrabi-Pflänzchen sein. Und dann geht es hier weiter zum Rotkohl. Da haben wir 6 Rotkohlpflänzchen, 6 Kohlrabi-Pflänzchen. Dann haben wir hier Brokkoli. Hier haben wir ein bisschen Salbei und das müsste Thymian sein. Da haben wir ja Sellerie und hier haben wir eine schöne Wassermelone. Apropos Wasser, hier sieht man, wie viel Wasser seit dem letzten Wochenende auf eine Schubkarrenwanne-Fläche gefallen sind. Dann haben wir hier eine Paprika, die haben wir so ein bisschen unter Dach gepflanzt. Hier haben wir unsere Tomaten. Da haben wir unsere Gurken, 2 Stück. Und hier haben wir Radieschen gepflanzt und noch ein paar Blumen gepflanzt. Hier sind 3 Reihen Bohnen, die wir gepflanzt haben. Hier ist unser Pflücksalat, der hat auch schon ein bisschen gelitten. Und ja, den Petersilie. Hier haben wir Rucola. Rucola mache ich mir am wenigsten Sorgen. Das müsste so eine Art Zwiebellauch sein. Schmeckt wie Schnittlauch, aber in groß. Das ist richtig lecker. Hier haben wir normalen Lauch. Und ja, hier haben wir Ringelblumen, habe ich hier gepflanzt, und Sonnenblumen. Hier diese ganze Ecke, die ist noch unbestellt, da haben wir nichts groß eingepflanzt. Und hier am Ende haben wir dann Aubergine und eine Physalis. Ringsherum habe ich überall schön Bienenblumen gepflanzt und Kornblumen. Aufgrund des Regens, des vielen Regens, war das gar keine einfache Geschichte. Wie man sieht, hat es danach auch weiter fein geregnet, sodass die Pflanzen jetzt auf jeden Fall alle ausreichend gewässert sind. Ja, und wenn ihr uns jetzt die Daumen noch ein bisschen drückt, dann wird wahrscheinlich die Gartensaison eine gute werden. Also die letzten beiden Gartengeschichten haben uns ja die Ziegen alles weggefressen. Seitdem haben wir hier nachgerüstet eine Stromlitze. Da war der Tobias von Liebensprojekt dabei, ein wunderschöner Kanal, den ich euch hiermit ganz herzlich empfehlen würde. Der Link zum Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass es dieses Mal was wird. Also gegen zu viel Regen hilft natürlich eine Stromlitze nicht. Von daher sind wir ein bisschen darauf angewiesen, dass das jetzt hier im Sommer weniger wird. Ich habe mal so die Statistiken von unserem Wasserrad mir angeschaut und es ist eigentlich immer so, dass der Mai doch jedes Jahr relativ feucht war, auch wenn es einem jedes Jahr wahrscheinlich wieder aufs Neue zu viel vorkommt. Ist es aber dann so, dass im Juni fast gar keine Niederschläge mehr gefallen sind. Juni, Juli sehr trocken, August sehr trocken. Letztes Jahr ging es dann im September, Oktober, November wieder hoch. Was natürlich für uns, unsere Wasserkraftanlage, eine gute Geschichte war. Letztes Jahr haben wir knapp 50.000 Kilowattstunden an Strom mit unserer Wasserkraftanlage an Ertrag gehabt. Dieses Jahr sind wir jetzt schon bei 24.000 Kilowattstunden. Das heißt, man sieht, dass es im letzten Jahr von jetzt an, von Mai an gesehen, bis Ende Dezember nochmal so viel geregnet hat, wie es bis jetzt schon geregnet hat. Ist immer ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also ich sag mal so, im September, Oktober, November ist es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm, aber wäre natürlich schön, wenn der Juni, Juli und August jetzt ein bisschen trockener werden würden und wir alle eine schöne Gartensaison und einen schönen Sommer haben könnten.
Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bleibt trocken und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.